Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten von Lorenz Jung ist ein grundlegendes Werk in der analytischen Psychologie. Das Buch beschäftigt sich mit der Dynamik zwischen dem bewussten Ich und den oft verborgenen, aber einflussreichen Kräften des Unbewussten. Lorenz Jung, ein bedeutender Vertreter der Jungschen Psychologie, untersucht in diesem Werk, wie sich diese beiden Bereiche der Psyche gegenseitig beeinflussen, formen und manchmal auch Konflikte miteinander auslösen. Diese Beziehung ist zentral, weil sie unser Denken, Handeln und unsere emotionale Stabilität tief prägt. Das Unbewusste wird dabei nicht als bloßes Sammelbecken verdrängter Inhalte verstanden, sondern als ein aktiver Mitgestalter der Persönlichkeit und des Bewusstseins. Jung beschreibt, wie Menschen durch bewusste Auseinandersetzung mit dem Unbewussten zu einem stärkeren, ausgewogeneren Selbst finden können. Der Prozess der Individuation, ein zentrales Konzept der analytischen Psychologie, steht dabei im Fokus. Er ermöglicht es, die in den tiefen Schichten der Psyche verborgenen Energien und Fähigkeiten zu erschließen, um das persönliche Wachstum und die ganzheitliche Entwicklung zu fördern. Das Buch ist nicht nur für Fachleute, sondern auch für Laien verständlich geschrieben und eröffnet neue Perspektiven auf Selbsterkenntnis, Veränderung und Heilung. Wer sich für das Zusammenspiel von Bewusstsein und Unbewusstem interessiert und mehr über die psychologischen Hintergründe individueller und kollektiver Entwicklungen erfahren möchte, findet hier einen wissenschaftlich fundierten und praxisnahen Begleiter. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, das Selbst und die Struktur des Ichs. Im ersten wichtigen Thema beleuchtet Jung die Struktur des Ichs. Das Ich fungiert als Zentrum des bewussten Erlebens. Es grenzt sich vom Unbewussten ab, doch gleichzeitig existieren zahlreiche Berührungspunkte. Jung macht deutlich, dass das Ich zwar als Orientierungspunkt notwendig ist, aber keinesfalls die gesamte Persönlichkeit repräsentiert. Es ist vielmehr eingebettet in die größere Gesamtheit der Psyche und steht unter dem Einfluss unbewusster Prozesse. Die Ich-Struktur ist so gestaltet, dass sie wahrnehmen, bewerten und handeln kann, muss sich aber ständig gegen die Einflüsse des Unbewussten behaupten. Im Alltag zeigt sich dies etwa durch innere Konflikte, Unsicherheiten oder plötzliche emotionale Reaktionen, die aus dem Unbewussten hervortreten. Ein Verständnis der Ich-Struktur ist entscheidend, um die Dynamik zwischen bewussten Entscheidungen und unbewussten Impulsen zu verstehen. Dieses Kapitel hilft, die eigene Innenwelt differenzierter wahrzunehmen und das Wissen um die eigene Psyche zu vertiefen. Zweitens, die Dynamik zwischen Ich und Unbewusstem. Ein zentrales Thema des Buches ist die Wechselwirkung von Ich und Unbewusstem. Jung beschreibt, wie das Unbewusste aktiv in das Leben des Einzelnen eingreift, oft unbemerkt und durch Träume, Fantasien oder unwillkürliche Handlungen sichtbar wird. Konflikte zwischen bewussten Zielen und unbewussten Wünschen können zu psychischen Schwierigkeiten führen. Jung stellt die These auf, dass das Unbewusste nicht nur verdrängte Inhalte enthält, sondern auch eine kreative, erneuernde Kraft ist. Wer sich den unbewussten Anteilen bewusst stellt, kann innere Konflikte auflösen und neue Ressourcen erschließen. Es wird deutlich, dass eine oberflächliche Kontrolle des Unbewussten nicht ausreicht. Vielmehr ist eine bewusste Auseinandersetzung notwendig, um Harmonie und persönliches Wachstum zu fördern. Diese Dynamik macht klar, wie wichtig es ist, das Unbewusste nicht als Gegner, sondern als Partner im Prozess der Selbstwerdung zu betrachten. Drittens, Individuation und Selbstwerdung. Das Konzept der Individuation steht im Zentrum des Werks. Individuation meint den Prozess, durch den ein Mensch zu seinem wahren Selbst findet. Dieser Weg ist geprägt von der bewussten Integration unbewusster Inhalte. Jung erläutert hierzu verschiedene Stufen und Herausforderungen. Der Mensch muss lernen, sich seinen Schattenseiten und verborgenen Sehnsüchten zu stellen, um diese in sein Bewusstsein zu integrieren.
Die Individuation ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ein lebenslanger Prozess. Dabei kann die Auseinandersetzung mit Symbolen, Träumen und Mythen helfen, tiefere Schichten des Unbewussten zu erschließen. Im Resultat entwickelt sich eine stärkere, authentischere Persönlichkeit. Jung hebt hervor, dass Individuation nicht zu Egoismus führt, sondern zur Harmonie zwischen persönlicher Entwicklung und gesellschaftlicher Verantwortung. Dieses Kapitel ist für Leserinnen und Leser besonders spannend, die einen inneren Wachstumsweg suchen und neue Wege der persönlichen Entfaltung entdecken möchten. 4. Die Rolle des Schattenaspekts. Ein weiteres zentrales Thema ist der Schatten. Jene unbewussten Persönlichkeitsanteile, die oft verdrängt oder verleugnet werden. Jung zeigt auf, dass sich im Schatten sowohl Schwächen als auch verborgene Stärken und Potenziale verbergen. Die Auseinandersetzung mit dem Schatten verlangt Mut und Ehrlichkeit. Wer den eigenen Schatten verleugnet, riskiert, von unbewussten Impulsen gesteuert zu werden, die sich zum Beispiel in Projektionen oder irrationalen Feindbildern äußern können. Jung betont, wie wichtig es ist, die Schattenseiten zu erkennen, anzunehmen und konstruktiv zu verarbeiten. Diese Integration ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu seelischer Gesundheit und persönlicher Reife. Wer sich mit den Schattenaspekten beschäftigt, kann nicht nur alte Muster auflösen, sondern entwickelt auch ein umfassenderes Verständnis und mehr Empathie für sich selbst und andere. Schließlich Symbole und Archetypen im Unbewussten. Jung widmet ein ganzes Kapitel der Bedeutung von Symbolen und Archetypen im Unbewussten. Symbole sind Mittler zwischen Bewusstem und Unbewusstem und treten besonders in Träumen, Mythen und Kunstwerken zutage. Archetypen sind universelle Urbilder, die in allen Kulturen erscheinen, etwa der Held, die Mutter oder der Weise. Diese Archetypen beeinflussen unser Denken, Fühlen und Handeln auf grundlegende Weise. Jung erklärt, wie die bewusste Auseinandersetzung mit Symbolen und Archetypen helfen kann, tief verborgene Bedeutungen zu erschließen und neue Entwicklungsmöglichkeiten freizusetzen. Wer die in Symbolen verborgenen Botschaften erkennt und versteht, kann kreative Kräfte aktivieren und eine tiefere Verbindung zu sich selbst herstellen. Dieses Wissen eröffnet zudem neue Perspektiven auf gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen, da kollektive Archetypen das Verhalten ganzer Gemeinschaften prägen können. Zusammenfassend: Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten ist ein Buch für alle, die mehr über sich selbst, über innere Konflikte und über die verborgenen Kräfte der Psyche erfahren möchten. Es richtet sich an Psychologen, Therapeuten, Studierende der Psychologie, aber auch an jeden, der sich für persönliche Entwicklung und tiefere Selbsterkenntnis interessiert. Das Besondere an diesem Werk ist die Verbindung theoretischer Konzepte mit praktischen Empfehlungen, sodass die Erkenntnisse unmittelbar im Alltag anwendbar sind. Das Buch hilft zu verstehen, warum wir oft nicht so handeln, wie wir es uns wünschen, und wie wir unbewusste Blockaden oder destruktive Muster überwinden können. Durch die intensive Auseinandersetzung mit Schatten, Symbolen und Archetypen entsteht ein tieferes Verständnis unserer selbst und unserer Beziehungen zu anderen. Die Beschäftigung mit dem Unbewussten eröffnet neue Wege der Heilung, Persönlichkeitsentwicklung und Freiheit. Jung legt besonderen Wert auf die Selbstreflexion und die Integration unbewusster Impulse als Voraussetzung für echte Reife und Authentizität. Im Vergleich zu anderen Büchern der Psychologie bietet dieses Werk eine einzigartige, ganzheitliche Sicht auf das menschliche Seelenleben. Es ist sowohl fundiert als auch inspirierend und eröffnet eine faszinierende Reise zu den Wurzeln der eigenen Persönlichkeit. Wer bereit ist, sich seinen inneren Prozessen zu stellen, wird von diesem Buch enorm profitieren und langfristig ein erfüllteres Leben führen können. Daher ist die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten eine lohnende Investition und eine wertvolle Ergänzung jeder privaten oder beruflichen Bibliothek. Wenn Sie unterstützen möchten, Lorenz Jung, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.